versuche immer, wenn ich einen musikalischen Satz zu spielen habe, mir das als menschliche Stimme vorzustellen und wie man sich als Mensch ausdrücken würde mit diesem musikalischen Satz oder mit dieser eine Phrase. Und wenn man das im Kopf hört, wenn man hört, wo die Spannung ist und wo es sich auflöst, dann sollte es eigentlich auf den Instrumenten auch so rauskommen. Ich bin in Moskau geboren, in Paris aufgewachsen, dann in Köln gelebt, dann in Salzburg studiert, dann jetzt Wien. Wien ist mein neues Zuhause und ich fühle mich hier zu Hause. Also ich kann auch nicht sagen, dass es so viele Fragen, bist du ja Franzose oder Russe? Das kann man nicht wirklich beantworten, diese Frage. Das ist ja eigentlich abstrakt, diese ganze Nationalitäten-Sache und so. Ich glaube, ich habe vieles von der russischen Kultur behalten. Ich habe auch aber sehr vieles natürlich von Frankreich genommen, weil ich sehr früh dorthin gekommen bin. Und ich hoffe, ich nehme jetzt auch einiges von der Wiener Kultur mit, weil ich muss das österreichische Orchester repräsentieren weltweit. Und ohne Wiener Traditionen kann man das wahrscheinlich nicht machen. Deswegen, ich würde einfach mich eher als Europäer bezeichnen. Ich fühle mich in Europa wohl, egal, egal wo. Sei das Solo, Orchester oder Kammermusik, das ist ein Dreieck, so eine Symbiose, wo das eine sehr wichtig für das andere ist und ich könnte mir nicht vorstellen, eins davon wegzulassen. Das Orchester ist ja eigentlich Kammermusik im größeren Sinne. Eigentlich ist das alles Kammermusik, auch wenn man Solo spielt mit Orchester, ist es auch Kammermusik. Das ist Zuhören, Mitspielen, Reagieren. Das Dirigieren hat mich immer gezogen, nicht das Prozess vom Dirigieren, aber einfach, wie man das lernt. Ich könnte fast sagen, sogar die Nebenfächer sind wichtiger als das Hauptfach beim Dirigieren, weil man lernt so viele Sachen, die man beim Instrumentalstudium nicht unbedingt macht. Ich wollte ein bisschen kompletter mich als Musiker verbessern mit dem Studium, aber ich habe mich nicht dazu entschlossen, um Dirigent zu werden. Ich dirigiere zwar ab und zu, aber ich würde nie die Geige weglassen, um nur zu dirigieren. Die Besetzung, das Fratres Trio ist eine sehr innovative und untypische Besetzung. Aber es ist wirklich sehr interessant, was für Klangfarben man mit dieser Besetzung erzeugen kann. Die klassische Violine, Klarinette, Klavierbesetzung ist verwandt natürlich, ist nah. Das Saxophon ist ja auch ein Holzblasinstrument, aber es ist anders. Das Saxophon passt eigentlich vom Klangerzeugen sehr zur Geige. Das ist eine sehr menschliche und natürliche Stimme. Und so wurde das Instrument auch entwickelt. Und das versuche ich hoffentlich auch auf der Geige mitzumachen. Die Musik würde ich nicht auswechseln, nur das Instrument vielleicht, aber nicht den Beruf. Ich spiele genauso gerne Klavier, aber ich kann es leider nicht so gut.